Es gibt ein neues ChatGPT-Modell, O1, das reflektierende Modell, so nennen sie es, oder das Reasoning-Modell. Und ich möchte heute mit euch auf dem anderen Kanal über die allgemeinen Dinge von diesem Modell sprechen. Hier geht es um IT und wir gucken uns an, welche Probleme der Informatik, der IT sind eigentlich noch ungelöst und könnten von diesem Modell zumindest in Ansätzen gelöst werden. Und ich sag mal so viel, das Modell ist unfassbar gut, auch gerade im Bereich Coding wirklich beeindruckend, aber es ist keine Silberkugel. Es löst nicht alles, was wir so noch an Dingen haben, die wir tun müssen. Und trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir gucken uns auch an, was als nächstes kommen wird und woran eigentlich auch wirklich schon gearbeitet wird und schauen an, was das für uns bedeutet. Okay, also wir gehen mal direkt rein. Wie gesagt, das Modell heißt offiziell Reasoning-Modell. Ich habe das jetzt mal mit reflektierend übersetzt. Ich weiß, das ist sehr frei übersetzt, aber ich glaube, das ist der passendere Begriff. Denn ja, argumentieren tut es auch. Eine gewisse Art von Argumentation ist da schon dabei, aber ich finde reflektierend eigentlich viel, viel passender. Okay, zunächst einmal, was ist wirklich neu? Ich halte mich hier kurz, ihr habt die ausführliche Version hiervon auf meinem anderen Kanal. Ich verlinke euch natürlich das Video hier direkt, wenn ihr wollt, guckt da eigentlich einfach gerne rein. Das Video geht sehr lange, ich weiß, aber da sind sehr viele Informationen drin generell über das Netz. Wir haben eine neue Familie von Modellen, das heißt ähnlich wie bei GPT-4 oder GPT-3 ist auch die GPT-O1-Familie eine neue Familie. Das heißt, es gibt nicht nur das O1, das ist noch nicht mal draußen, sondern wir haben O1 Preview aktuell gerade. O1 soll nochmal besser sein. Und wir haben O1 Mini. Und auch das O1 Mini Modell war in meiner Erfahrung wirklich wahnsinnig gut. Gerade auch beim Coden insane. Ja, das muss man einfach so sagen. Wir haben eine längere Denkzeit. Und zwar im Sinne von, wir haben eine Denkzeit, bevor wir eine Antwort bekommen. Das bezieht sich jetzt nicht auf den Trainingsprozess, sondern auf die Inferenz. Das heißt wirklich da, wo wir die Anfrage stellen, da kommt dann nochmal Trainingszeit dazu. Dadurch wird jede Anfrage einfach lächerlich viel teurer, weswegen auch die API-Aufrufe viel teurer sind und auch die Nutzung limitiert ist und so weiter und so fort. Aber es denkt, bevor es antwortet. Andere Modelle machen das übrigens schon teilweise so, falls ihr von Perplexity gehört habt. Das macht sowas in der Art, aber längst nicht auf dem Level hier. Mit sich selber hinterfragen und so weiter. Der Prozess hierbei ist nämlich ein Chain-of-Thought-Prozess. Den kennt ihr von meiner Playlist vielleicht fürs Prompten. Das passiert jetzt hier implizit. Und das heißt, GPT-O1, ich muss mich noch umorientieren, GPT-O1 reflektiert, indem es sich selbst Chain of Thought promptet. Das heißt, es baut nicht direkt eine Antwort, sondern es wird ein Lösungsweg produziert und das alles implizit. Und ja, ich muss leider sagen, das Modell kann besser prompten, als wir das wahrscheinlich jemals könnten, weil es weiß, wie es intern arbeitet und weil es halt über Reinforcement Learning auf perfektes Prompten trainiert wurde. Das ist nun einfach der Fall. Das muss man einfach so akzeptieren und ja, dann hat man auch wirklich diese Ausgaben, die man da hat. Grundsätzlich wäre es wahrscheinlich oder vielleicht sogar schon möglich gewesen, in Ansätzen die Ausgaben zu produzieren, aber halt mit sehr viel Nachfragen, sehr viel verbessern und so weiter. Und es war ein deutlich schmerzhafterer Weg. Denn die Antworten sind jetzt tatsächlich offiziell laut Benchmarks auf dem Niveau oder sogar über dem Niveau eines durchschnittlichen Doktoranden in seinem Fachbereich. Also nicht ein Informatikdoktorand im Fachbereich Chemie, wo ich mich nicht auskenne, sondern wirklich ein Informatikdoktorand in seinem Fachbereich in der Informatik. Also das heißt, jemand, der über Security seine Doktorarbeit schreibt, der würde diesen Test über Security beantworten und nicht zu irgendwas anderem. Und der wird geschlagen von O1 in dem durchschnittlichen Benchmark. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil, wie gesagt, wie immer gilt das Prinzip, wenn wir beides kombinieren, also die AI und den Menschen, dann haben wir sowieso nochmal die besten Ergebnisse von allem. So, ich will direkt mit dem wohl beeindruckendsten Beispiel hier reinstarten für euch, und zwar einer Coding Challenge. Ihr kennt diese Coding Challenge vielleicht aus früheren Videos von mir. Ich habe nur diese Coding Challenge hier verwendet, weil die anderen Coding Challenges, da erwarte ich mittlerweile, dass die KI die schafft. Das ist die schwerste, die wir haben, zumindest für KI, denn bislang hat noch kein Modell, also weder Claude 3, Sonnet, Opus, GPT-4o, Llama 3.1, ich habe es mit allen getestet,
zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich es getestet habe, war es nicht First Try gelöst. Ich habe sie gelöst bekommen, das ist nicht das Problem, aber erst nachdem ich nachgefragt habe. Hier habe ich jetzt wirklich einfach nur das O1 Preview Modell. Wirklich, das Preview Modell hat nochmal deutlich niedrigere Benchmarks als das fertige O1 Modell. Ich habe das Preview Modell gefragt, bau mir mal dazu Code. Und ich habe First Try eine Lösung bekommen. Zunächst einmal, wie sieht sowas aus? Das Modell denkt erstmal, wie gesagt, es reflektiert und dann steht auch dabei, wie lange es für euch reflektiert. Es reflektiert in dem Fall 32 Sekunden und es produziert dann eben erstmal so, ja, okay, wie kann ich das machen? Wie kann ich die Kostenmatrix produzieren? Wie kann ich Permutationen generieren? Wie kann ich die insgesamten Kosten davon? Also der Algorithmus ist nicht einfach, ja. Ihr könnt ihn selber gerne lösen. Wir haben nicht viele Leute, die es gelöst haben bislang. Nehmt nicht das Modell, das wäre Cheaten. Und genau, das ist der große Punkt hier an der Stelle. Das Modell baut sich erstmal eine Art To-Do-Liste auf und überlegt dann, wie kann ich das verbessern, wie kann ich nochmal refinen und produziert Ausgaben und reflektiert die dann, produziert wieder Ausgaben, reflektiert die dann. Dadurch produziert es übrigens, für die Leute, die es vielleicht in der API nutzen wollen, lächerlich viele Tokens. Und mit lächerlich viele meine ich so viele Tokens, dass es für euch sehr teuer wird. Deswegen ist das Modell auch aktuell limitiert. Es produziert sehr, sehr viele Tokens und jedes einzelne Token kostet was. Zu den API-Kosten komme ich gleich nochmal, aber das ist das große Problem dabei. So, diese Gedanken werden dann genutzt, um eine Ausgabe zu produzieren, die ich euch gleich zeige und ich spoilere schon mal, First Try eine vollständig richtige Lösung für dieses Traveling String Coding Problem. Das ist, wie gesagt, eine der schwersten Aufgaben. Die hat bisher noch keine KI geschafft gehabt. Wir hatten harte Challenges, die wir als hart deklariert haben, die wurden von KI gelöst. Wir hatten bislang noch keine Challenge, noch keine KI, die diese Challenge geschafft hat. Zumindest nicht First Try. Und da könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr irgendwelche anderen Challenges gefunden habt, die die KI nicht geschafft hat. Und dann auch gerne überlegen, ob ihr wirklich, ob die Challenge auch wirklich wohl formuliert war, weil das ist immer so ein Ding. Wenn wir nicht genug Beispiele haben, können wir die als Menschen auch nicht lösen. Aber an so einer Coding-Aufgabe würde ich für gewöhnlich schon mindestens 1,5 bis 2 Stunden sitzen. Eher mehr. Wenn ich mir mal so überlege, Advent of Code, da gab es Aufgaben, da saß ich wirklich mal so 3, 4, 5, 6 Stunden dran. Das waren auch Coding-Challenges. Und ich bin gespannt, wie viele Leute dieses Jahr Advent of Code schaffen, nur mit KI. Weil das wird so ein Ding werden. Vielleicht mache ich das mal als kleines Experiment, wie weit wir gekommen sind. Das dürft ihr mir gerne schreiben, ob ihr das sehen wollt. Ja. Einfach gerne in die Kommentare. Nur, dass ihr die Lösung mal gesehen habt. Übrigens, so sieht die Lösung aus. Das ist keine kurze Lösung. Das ist einiges an Code. Und es ist nicht einfach. Also, wir gehen hier nicht jetzt komplett durch, aber es wird ordentlich geschrieben. Hier sowas wie map-int von n-input. Das ist zum Beispiel schon mal eine sehr, sehr gute Art, Python zu schreiben. Das ist nicht irgendwie jemand, der eigentlich Java-Entwickler ist, schreibt Python. Das ist die Python-Art, das zu schreiben. Und das habe ich auch mit anderen Sprachen gehabt. Es wird nicht irgendwie verallgemeinert. Es ist nicht jemand, der eigentlich ein Python-Entwickler ist, schreibt jetzt hier gerade, I don't know, Java und kann mit Objektorientierung quasi gar nichts anfangen. Nee, das ist wirklich die Python-Art, sowas zu programmieren. Das wird die Java-Art sein, sowas zu programmieren. Das ist die Kotlin-Art, sowas zu programmieren und so weiter und so fort. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist beeindruckend. Und das war, wie gesagt, First Try. Ich habe nichts daran verändern müssen. Normalerweise musste ich immer noch mal ein kleines bisschen anpassen. Hey, bitte, schreibt doch mal hier noch die Inputs so, schreibt doch die Outputs über Print. Nee, alles dabei. Alles First Try dabei. Und ja, es ist, was soll ich sagen? Also, lest ihn euch durch. Das ist guter Code. Das ist leider wirklich guter Code. Auch schön dokumentiert, immer an der richtigen Stelle. Nicht zu viele Kommentare, nicht zu wenig Kommentare. Ich habe nichts an diesem Code auszusetzen und das ist die schwerste Challenge, die wir hatten. Okay. Also, lasst uns mal über meine Benchmarks reden. Ihr kennt die. Ich habe bislang für sehr viele KI-Modelle schon Benchmarks gebaut und habe die dann mit euch hier gemeinsam durchgesprochen. Und vieles davon hatten wir schon auf einem Niveau gelöst, wo ich als Mensch ewig brauchen würde, wo ich niemals hinkommen würde oder wo einfach unsinnig viel Zeit drauf gehen würde.
das waren alle meine Benchmarks. Also ich wollte Code dokumentieren, Unit-Tests schreiben, Coding-Challenges lösen, Refactoring, große Projekte bauen, Security-Beratung, Netzwerktechnik-Beratung, Tech-Stack-Beratung, Skalierung, Soft-Skills, große Datenmengen prozessieren, daraus Rückschlüsse ziehen, UI, UX und so weiter und so fort. Und ich habe diesen Benchmark eigentlich nicht überarbeitet, seit wir angefangen haben, das zu machen. Das war mit, ich meine, Claude. Das Ding ist, es bringt mir jetzt gerade nichts mehr, diesen Benchmark zu verwenden, weil so viele Probleme schon von GPT-4o oder 4 wirklich genailt wurden, die nochmal mit euch durchzugehen, das würde hier keinen Unterschied machen. Deswegen habe ich einfach mal für euch die Sachen mit Haken markiert, die schon quasi gelöst sind von den vorigen Modellen, die jetzt einfach wahrscheinlich nur mal ein bisschen besser geworden sind. Und das ist sowas wie Code dokumentieren. Ich habe das Ganze mit C und Assembly Code gemacht. Und selbst da war nie irgendwas dran auszusetzen. Das ist die schwerste Art von Code, die man finden kann. Assembly wurde mehrfach zur schwersten Sprache gekürt. Das zu dokumentieren und direkt zu verstehen und auch zu analysieren, was tut das Ding, das ist schon jetzt einfach durchgespielt. Sprich für Reverse Engineering, wenn ihr Reverse Engineer seid, nutzt KI, um euren Code in C wieder zurückzuwandeln. Im Endeffekt ist fast schon alles jetzt für euch Open Source, wenn ihr so denkt. Unit-Tests schreiben hatten wir schon davor gelöst. Das muss ich nicht nochmal mit euch machen. Coding-Challenges hatten wir davor nicht gelöst, weil ich immer eine Challenge gefunden habe, die zu schwer war für ein Modell. Also für Claude, für 4o. Ich hatte immer diese Challenge, die Traveling Strings Problem Challenge, die ich euch gerade gezeigt habe, die zu schwer war. Im Endeffekt ist das jetzt aber auch gegeben. Refactoring werde ich hier trotzdem nochmal zeigen, damit ihr seht, wie wirklich ein Bilderbuch-Refactoring-Prozess aussieht. Große Projekte hatten wir noch nicht gelöst. Große Projekte waren ein großes Thema. Im Endeffekt geht es mir darum, ich will an einem bestehenden Projekt weiterentwickeln. Dazu muss ich erstmal mich entscheiden, wo finde ich denn den Fehler und was muss ich tun, was muss ich wirklich verbessern. Und das ist ein großes Problem, weil wir dazu quasi den ganzen Code einlesen müssen. Schauen wir uns gleich an. Beratung ist eigentlich gelöst gewesen. Security, Netzwerktechnik, Tech-Stack, Skalierung und Soft Skills, das war alles schon nailed it. Für Soft Skills würde ich euch tatsächlich hier, ich habe es ausprobiert, eher das GPT-4o-Modell empfehlen, weil das konversationeller ist. Das heißt, das kann besser Konversationen führen und arbeitet mit einem niedrigeren Level an Expertise. Und wenn wir Support machen, gerade First-Level-Support, dann ist teilweise eher gefordert, dass wir menschlich agieren, nicht wie ein Wissenschaftler schreiben. Deswegen da ist das O1-Modell schlechter als das 4o-Modell. Data Science ist noch so ein Problem und UI, UX. Sprich, UI, UX bedeutet, ich will ein Bild bauen, also wirklich ein Bild generieren von einer Webseite und zum Beispiel ein Mockup in Figma zum Beispiel bauen und das dann in Code umwandeln. Und ja, dazu müssen wir uns ganz kurz beschäftigen mit dem, was wir eben hier noch nicht haben. Also Beratung ist meines Erachtens gelöst, Coding-Challenges sind noch nicht gelöst gewesen, große Projekte waren nicht gelöst, Data Science und UI, UX waren die großen Probleme, die wir noch offen haben und die gucken wir uns jetzt nochmal an. Im Übrigen, ganz kurzer Zwischeneinschub von meiner Seite. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr 2 Sachen für mich macht. Und zwar einmal Instagram, weil ich in diesem Moment tatsächlich fast schon auf dem Weg bin, je nachdem, wann ich das Video hier rausbekomme, fast schon auf dem Weg bin nach Korea für eine Recherche für den anderen Kanal. Und je nachdem, wie viel die anderen Ideen für Videos, wir haben mehrere, hergeben, landen die dann einfach auf Instagram, beziehungsweise natürlich auch ein paar andere Sachen, die wir dort sehen. Sehr viele Stories. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass ihr einfach mitkommt in ein unfassbar hochtechnologisiertes Land und dann einfach mal mit mir gemeinsam guckt, was es dort alles gibt. Vielleicht habt ihr auch ein paar Vorschläge, wo ich hin soll, was ich auf jeden Fall mir angucken soll. Ich habe so ein paar Smart City-Gedanken, die ich auf jeden Fall filmen möchte. Ein paar, ich kann ja mal ein bisschen spoilern hier, es gibt eine unterirdische automatische Müllentsorgung, habe ich mir sagen lassen, was wahnsinnig geil ist. Deswegen folgt mir super gerne auf Instagram, da könnt ihr sowas dann auch mal sehen, wirklich. Ich filme das natürlich, wenn ich vor Ort bin. Und für die große Recherche, die kriegt ihr dann auf dem anderen Kanal, aber natürlich auch andere Sachen auf Instagram, die ich dort teile immer. Und das zweite ist der Newsletter, wo ich trotz Korea weiterhin schreiben werde, einmal in der Woche, was alles passiert ist und einmal für euch ein Weekly Update habe. Und ja, euch dann einfach mal die neuesten Themen, weil es einfach viel zu viel ist für alle Kanäle hier,
dann einfach mal kurz runterschreiben kann, was ist passiert, was müsst ihr wissen und auf dem Laufenden dann euch halten kann. Genau, würde mich extrem freuen. Hier als QR-Code unten in der Beschreibung natürlich nochmal als Link. Und danke dafür. Okay, also, hier darf ich noch ein bisschen technischer werden mit den Basisdaten, habe ich mir sagen lassen. Auf dem anderen Kanal habe ich zwar auch die Slides drin, aber ich erkläre es ein bisschen technischer. Wir haben 128.000 Tokens als Input und 32.000 Tokens als Output. Um das mal in Verhältnis zu setzen, das entspricht ungefähr einem vollen Roman als Eingabe, den ihr auf einmal verarbeiten könnt. Das ist unfassbar viel und das ist eigentlich mittlerweile gleich wie bei GPT-4o, vor allem auch die 32.000 Tokens Output. Das Mini-Modell faszinierenderweise hat 64.000 Tokens Output, was ein halber Roman ist, den es in einer Antwort produzieren kann. Davon geht allerdings sehr, sehr viel drauf, einfach nur dafür, weil das ganze Netz einfach so viele Tokens produziert, um zu reflektieren. Und die muss es natürlich alle verarbeiten. Das heißt, die eigentliche Antwort wird nicht 32.000 oder 64.000 Tokens lang sein, auch wenn ich mir das manchmal so wünschen würde. Aber wir sehen, wo die Reise hingeht. Der Output wird auch größer. Das heißt, ihr könnt eigentlich, wenn ihr es genau nehmt, einen Viertelroman produzieren als eine Ausgabe. Das ist definitiv mehr, als eine Datei bei euch lang sein sollte. Also wenn wir euer Code-Projekt nehmen, ja, eine Datei, die ihr schreibt, sollte für gewöhnlich kleiner sein als diese Basisdaten hier. Das heißt, mit einem Aufruf könnt ihr erstmal sehr, sehr detailliert beschreiben, was euer Projekt ist. Dann könnt ihr eine Datei bekommen, dann könnt ihr die nächste Datei bekommen und dann die nächste Datei bekommen. Und im besten Fall für kleine Projekte könnte das schon ausreichen, um wirklich direkt einen vollwertigen, lauffähigen Code zu bekommen, was wahnsinnig ist. Es gab schon, und ich habe das auch selber getestet, es gibt kleinere Projekte, sowas wie ein Tetris oder sowas wie Snake programmieren oder so. Das sind Dinge, die man direkt lösen kann. Also wirklich ein Aufruf und sagen kann, ey, programmier mir das und ich will das so und so und so haben. Und dann kriegen wir das. Direkt von der KI lauffähig programmiert. Das ist krass. Gleichzeitig ist das ganze Ding allerdings sehr, sehr stark nutzungslimitiert. Wir haben Limits von 50 Nutzungen pro Woche. Das ist gerade heute Morgen, als ich das hier aufnehme, also wirklich eine halbe Stunde, bevor ich das andere Video aufgenommen habe, was ich zuerst aufgenommen habe, ist das aktualisiert worden per Twitter, dass sie gesagt haben, ey, ihr habt jetzt 50 Nutzungen pro Woche, davor waren es 30 und ihr habt aber, und das ist sehr, sehr wichtig auch für euch, 50 Nutzungen pro Tag für O1 Mini. Und gerade diese 50 Nutzungen pro Tag für O1 Mini, die sollten euch echt ausreichen. Und O1 Mini ist zum Coden Chefskiss, wirklich. Ich bin komplett happy damit. Also das heißt, wenn ihr irgendwie ein Projekt habt zum Coden, 50 Nutzungen pro Tag für so ein großes Modell, das reicht schon relativ weit. Es ist natürlich nicht unendlich, aber es ist zumindest mal etwas. Und wenn ihr damit spielen wollt, nehmt einfach erstmal Preview für die richtig schweren Sachen und oder wenn O1 Mini irgendwie zu klein ist und wirklich nicht mehr weiterkommt und dann nehmt die O1 Preview. Das O1-Modell ist noch nicht draußen, das kommt wohl noch, aber das ist noch nicht ganz fertig und das soll laut Benchmarks nochmal besser sein. Gucken wir uns gleich an. Das ganze Modell ist allerdings nicht multimodal, das heißt, wir haben kein Memory. Memory war die Funktion, dass sich das Modell einfach erstmal so ein paar kleine Snippets von euch speichert und die dann einfach in sein Memory einbaut. Sowas wie, hey, der geht jetzt dann nach Korea, das war das, was es bei mir eingebaut hat und baut dazu eben im Endeffekt eine Empfehlungsliste. Das alles habe ich damit schon gemacht. Das funktioniert mit O1 nicht. Das geht damit nicht. Ihr habt keine GPTs. GPTs sind im Endeffekt auch nur vorgefertigte Prompts von anderen, die auch gleichzeitig mit dem Web interagieren können. Das habt ihr bei O1 nicht. Code Execution, also dass der Code direkt in einer virtuellen Maschine auf dem Server von OpenAI ausgeführt wird, habt ihr auch nicht. Ihr könnt keine Dateien hochladen, ihr könnt keine Bilder hochladen, ihr könnt keine Bilder generieren lassen. Ihr könnt damit auch nicht chatten, also Sprachchatten. Das heißt, ihr könnt keine Sprache hinschicken. Ihr könnt auch nicht den Voice-Modus benutzen. Das geht alles nicht. Und ihr könnt auch kein Internet benutzen, kein Browsing, kein gar nichts. Das ist sehr limitiert, was ein bisschen schade ist. Aber ich vermute, dadurch, dass es halt einfach eine neue Familie ist, dass wir das noch nach und nach bekommen werden. Das haben wir bei GPT-4 auch nach und nach bekommen. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir dann O1 irgendwann einfach inkludiert in das GPT-5-Modell, wodurch es nochmal deutlich besser wird.
Das ist meine Vermutung, dazu gibt es noch keinerlei Hinweise, aber das wird nicht so bleiben. Die Features sind natürlich auch gerade für OpenAI super relevant. Die wollen das so langsam tröpfchenweise reinpacken. Vielleicht kriegen wir es auch schon mit dem fertigen O1-Modell. Ihr habt aber auch die API, die ihr benutzen könnt, zumindest in der Theorie. In der Praxis bin ich mir nicht sicher, wie viele von euch das haben werden, denn ihr müsst Tier 5 sein. Tier 5 bedeutet, ihr müsst $1.000 ausgegeben haben im letzten Monat, um überhaupt Zugriff zu bekommen auf das O1 Preview Modell. $1.000 ist wahnsinnig viel. Das habe ich nicht, das haben wahrscheinlich die meisten von euch nicht. Dementsprechend wird das nur für Firmen verfügbar sein über die API und alle anderen werden halt wirklich nur ChatGPT benutzen dürfen erstmal, aber das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Gleichzeitig ist es aber auch 12-mal so teuer und dadurch auch, wie gesagt, es produziert lächerlich viele Tokens, einfach nur um zu reflektieren. Es ist sehr, sehr teuer, das Ganze über die API aufzurufen. Wahnsinnig teuer sogar. $15 pro 1 Million und 60 in der Ausgabe. Und dementsprechend seid damit sehr sparsam und guckt erstmal, was ihr alles über ChatGPT lösen könnt. Und ja, das große Ding ist eben, man kann es hochskalieren. Das habe ich auf dem anderen Kanal ein bisschen ausführlicher behandelt. Ihr könnt die Denkzeit hochskalieren, kommen wir aber nachher gleich nochmal dazu. Okay, also jetzt mit dem aktuellen noch nicht, das kommt erst wahrscheinlich noch. Gut, also schauen wir uns nochmal kurz die Probleme an, beziehungsweise die IT-Probleme, die Benchmarks, die wir noch nicht gelöst haben. UI, UX ist erstmal direkt natürlich raus, weil wir nicht die Möglichkeit haben, Bilder zu erstellen, das geht einfach nicht, oder Bilder zu interpretieren. Wir haben keine Vision-Funktionalitäten, wir haben nichts Multimodales, wir können nur Code oder eben Text verarbeiten. Dementsprechend UI, UX ist komplett raus, das wird mit dem Modell hier nicht besser werden. Was wir allerdings durchaus machen können, ist Code schreiben und Data Science machen. Dementsprechend deren Benchmarks mal ganz kurz vielleicht für euch. Es gibt 3, die ich wirklich hervorheben möchte hier. Und dann auf den mittleren will ich nochmal speziell eingehen, weil der für uns super relevant ist. Mathe ist es extrem viel besser geworden von 13,4%, also Accuracy, das heißt, wie viele Prozent der Fragen wurden richtig gelöst. GPT-4o hat 13,4% gelöst. Die O1 Preview schafft 56,7% der Fragen bei der beim Mathe-Wettbewerb. Und das fertige O1-Modell, das wir noch nicht haben leider, schafft 83,3%. Das ist insane. Wie gesagt, um den Code Forces Competition Wettbewerb, da kümmern wir uns gleich drum. Und GPQR Diamond sind die Google Proof, also das GP steht für Google Proof, Fragen auf Doktorandenlevel. Doktorandenlevel heißt wirklich, man fragt einen Informatik-Doktoranden über seinen Fachbereich, also wirklich Security oder Data Science. Fragt den da Fragen und die schaffen im Schnitt 65% der Fragen First Try. Und wenn man sie dann retrospektiv analysieren lässt, wie gut oder ob sie vielleicht nochmal was ändern wollen oder sowas, also nachdem sie die Bewertung haben, dann schaffen sie 74% in diesem Test. Wenn man ein hochtrainierter Experte, also sagen wir mal ein Doktorand in einem anderen Fachbereich ist und 30 Minuten Internetzugang bekommt, 30 Minuten wohlgemerkt, dann schaffen diese Experten 34% der Fragen. Das heißt, wenn ihr mir jetzt eine Frage stellen würdet über Fachbereich Chemie aus diesem GPQR Diamond Test, dann würde ich nur ein Drittel von diesen Fragen lösen. Der Test ist also wirklich, wirklich schwer. Ich habe mir das Paper dazu durchgelesen, weil ich den Test einfach cool finde. Und das war so der Benchmark, um besser zu sein als menschliche Experten sozusagen. Hier hatte GPT-4o 56% gelöst, was solide ist, fairerweise. O1 und O1 Preview, beide ungefähr bei 78%. Was ich heftig finde. Ich weiß nicht, wie sie auf diesen 69,7% gekommen sind. Vielleicht haben sie es hier irgendwie verrechnet mit der Retrospektive und der direkten Beantwortung. Aber ja, also 69% der menschliche Experte. Dementsprechend haben wir ein KI-Modell, was uns bessere Antworten liefert als ein menschlicher Experte, Doktorand in seinem Fachbereich. Klar, die fertigen Doktoren sind nochmal besser, die Professoren sind vielleicht nochmal besser, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ja, wenn wir uns dann speziell nochmal den Code-Bereich angucken, dann gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. Und zwar, den habe ich auf dem anderen Kanal ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das weiß ich, absichtlich übrigens. Wenn wir GPT-4o verwenden, dann landen wir
in diesem Codeforces Elo. Also Codeforces ist eine Competitive Coding Plattform. Da könnt ihr wirklich Programmier-Challenges nach Programmier-Challenges machen und ihr werdet dann bewertet, wie ihr diese Lösung quasi gebaut habt. Und die Challenges von denen sind sehr, sehr hart, also wirklich sehr, sehr schwer. Und GPT-4o hat also teilweise sind sie sehr schwer, teilweise sind sie einfacher. Und GPT-4o hat hier 808 Elo bekommen. Was ganz okay ist. Also das heißt, es ist nicht schlecht. Es ist im 11. Perzentil gelandet, was so viel bedeutet wie 11% der Leute war im Grunde genommen schlechter als GPT-4o. Das ist nicht viel. 11% ist nicht viel, also waren schlechter. Wie gesagt, dementsprechend waren eben über 80 oder über 85% der Leute, die sich bei Codeforces angemeldet haben, waren besser als GPT-4o. Und das zeigt schon einiges. Also der Benchmark oder die Elo dort ist schon sehr, sehr schwer zu erreichen. Das sind keine einfachen Challenges, das ist schon ordentlich. Und jetzt haben sie O1 Preview und O1 rangelassen. O1 Preview ist im 62. Perzentil gelandet. Das bedeutet, 62% der Leute, die bei Codeforces registriert waren und dort wirklich aktiv Coding-Challenges machen, waren schlechter als O1. Und bei O1 Preview, sorry. Und O1 waren sogar 89% der Leute waren schlechter. Und dann gibt es noch ein spezielles Modell IOI. Da will ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Es gibt die internationale Olympiade der Informatik. Dort werden auch Coding-Challenges zum Beispiel oder generell IT-Fragen beantwortet. Und man muss innerhalb von 10 Stunden eine Antwort liefern. So, und das O1-Modell bei Codeforces hier, das wurde limitiert von der Laufzeit. Das ist exakt derselbe Farbton. Wow, sorry. Dieses O1-Modell wurde limitiert von der Laufzeit, während das IOI-Modell wurde, dadurch, dass man 10 Stunden Zeit hatte für die Lösung, nicht limitiert oder halt 10 Stunden lang hat man es wirklich denken lassen. Und das zeigt, wo wir hinkommen können, wenn wir das Modell einfach wirklich für sich selber denken lassen, sehr, sehr lange überlegen lassen und reflektieren lassen, dann wird die Lösung nochmal deutlich besser. Dann landen wir nämlich im 93. Perzentil. Das heißt, sie haben hier dieses IOI-Modell, was in der Olympiade mitgemacht hat, haben sie einfach auch nochmal in Codeforces angelegt und geguckt, was für eine Elo bekommt das da. Und dann landen wir dabei, dass 93% der Leute, die bei Codeforces Coding-Challenges machen, also wirklich eine Plattform, die dafür gebaut ist, dass die 93% schlechter sind als das IOI-Modell. IOI bedeutet halt, wie gesagt, wir lassen es unlimitiert laufen und dadurch wird es nochmal ein bisschen stärker. Wie gesagt, das ist das O1-Modell. Wir könnten hier durchaus noch ein O2 oder ein O3-Modell bekommen. Und ja, wenn man das IOI-Modell dann nicht nur in Codeforces eine Elo erringen lässt, dann sondern in der Olympiade in Informatik teilnehmen lässt, dann landet es im 49. Perzentil. Das sind wirklich die krassesten Leute, die da an der Olympiade teilnehmen. Und das 49. Perzentil bedeutet, 49% der Leute waren schlechter. Ja, dementsprechend, das ist schon sehr, sehr stark. Und wenn man es dann wirklich, also es gibt eine Limitierung bei der Internationalen Olympiade in Informatik, sorry, das ist definitiv nicht einfach auszusprechen. Und zwar, man hat nur eine gewisse limitierte Anzahl an Einreichungen. Das heißt, ich darf meine Coding-Challenge nicht unendlich oft einreichen. Das ist ähnlich wie bei uns bei der Bootstrap Academy. Ihr könnt, wenn ihr nicht unendlich Herzen habt, könnt ihr eigentlich nur 3-mal euren Code wirklich fertig einreichen. Ihr könnt ihn vorher testen, aber ihr könnt ihn nur 3-mal einreichen. Und bei der Olympiade war das ähnlich. Setzt man jetzt hier allerdings, und das wäre dann ein realistisches Szenario für Softwareentwickler, setzt man die Anzahl an Einreichungen auf unendlich oder auf 10.000, also sprich, lässt man dann wirklich die Produktionstests laufen und überprüft, ob das wirklich dann auch alles schön funktioniert und dass auch kein Fehler mehr dabei ist, dann landet die IOI-Version von O1, also die Variante von dem fertigen O1-Modell, die unendlich denken kann, die wir nicht haben übrigens und die sehr teuer wäre, da kommt dieses $2.000 pro Monat Ding her, dann landet die aber auf der Goldmedaille. Das heißt, wirklich, rasiert, komplett, gegen den Strich. Das ist beeindruckend.
Die einzige Limitierung ist also hier die Denkzeit und wie gut unsere Testcases sind, sodass wirklich hier alles erreicht wird. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen versucht anzupassen. Oh, muss ich umstellen. Und auf unsere Tests zu übertragen. Also was wirklich in der Praxis für uns ITler relevant ist. Algorithmische Challenges, sprich auch sowas wie Code optimieren, sowas wie Code schreiben und wirklich für einen vordefinierten, genauen Anwendungsfall komplexe Lösungen zu finden, das haben wir gesehen, ist eigentlich gelöst. Das waren die Coding Challenges. Da war meine Coding Challenge von der Bootstrap Academy wahrscheinlich noch viel zu einfach. Es gibt ein paar, die sind deutlich schwerer und deutlich aufwendiger wahrscheinlich. Sowas wie Advent of Code werden wir uns vielleicht mal angucken. Aber die sind gelöst, wenn wir das benutzen. Wenn wir allerdings UI UX angucken, haben wir mit dem O1-Modell gar keinen Fortschritt. Beratung haben wir davor schon gelöst gehabt. Bleiben noch zwei große Themen übrig, nämlich große Projekte zu bauen und Data Science zu machen. Und noch ein paar andere Sachen, die ich hier nicht bisher mit gebenchmarkt habe. Ich überlege, ob ich nochmal einen separaten Benchmark ausarbeite für die nächste Generation, I guess, von großen, richtig harten Modellen. Nun gut, also große Projekte. Große Projekte haben das große Problem, dass sie groß sind. Ja, das ist no shit, Sherlock, ich weiß. Aber wenn wir ein echtes Softwareprojekt haben, dann haben wir meistens mehr als 128.000 Tokens. Ich habe das Ganze getestet, indem ich von der Bootstrap Academy, also von wirklich dem, was ihr kennt als Bootstrap Academy, ich habe das Admin-Dashboard, was ein eigenes Frontend ist, habe ich wirklich jede Datei in eine einzige Datei schreiben lassen. Also ich habe alle Dateien sozusagen kombiniert und ein Prompt dazu geschrieben und habe das mal an O1 gegeben. Ich habe quasi geguckt, kann mir O1 aus dem Stegreif ein Ticket lösen, das ich vorher definiert habe. Ich habe das Ticket sauber geschrieben und alles damit gemacht und ich habe einfach den kompletten Code der gesamten Frontend-Plattform eingegeben. Also vom Admin-Dashboard, weil das Admin-Dashboard ist ein bisschen kleiner, das hat nicht ganz so viele tausende Zeilen an Code wie das richtige Frontend, das ihr benutzt, wenn ihr quasi auf die Academy geht. Und ihr könnt euch das Ganze auch angucken. Die Bootstrap Academy ist komplett Open Source. Die liegt auf GitHub, gönnt euch, ne? github.com/bootstrap-academy findet ihr. Genau, dazu noch mal wann anders ein separates Video. Das hat nicht funktioniert. Das wäre ein echtes, reales Projekt. Und das geht nicht nach wie vor, weil einfach die Message zu lang ist. Sprich, wir verbrauchen zu viele Tokens in unserer Eingabe und das wird einfach nichts. Das einzige Modell, was mir da wirklich geholfen hat, war Claude 3 Opus, weil das ein längeres Kontextfenster hat. Claude 3 hat 200.000 Tokens und Gemini hat bis zu 2 Millionen Tokens. Da wäre sowas möglich und zwar ohne Probleme. Und Google arbeitet tatsächlich gerade daran, ein unendliches Kontextfenster zu bauen. Das heißt, ich kann einfach alles eingeben und es wird halt nach und nach weggecrunched und dann verarbeitet. Das ist aber noch in der Arbeit. Aber wir sehen, wo die Reise hingeht. Wenn wir das wirklich produktiv benutzen wollen, dann brauchen wir ein größeres Kontextfenster. Und ja, da sind die Leute auch dran. Jetzt ist das aber natürlich nicht die einzige Art, wie ich mit meinem Code arbeiten kann. Ich meine, wir lesen uns auch nicht den kompletten Code der Plattform durch und überlegen dann, wo muss ich jetzt da was ändern. Wir arbeiten normalerweise logisch mit Dateien und wir überlegen uns, welche Dateien muss ich editieren und was genau machen wir. Also habe ich einen Feature-Request, einen Pull-Request oder eigentlich einen fertigen Commit, habe ich mir einfach mal angeguckt und der löst einen Issue. Und zwar, dass man zum Beispiel bei Kursen bei der Bootstrap Academy, das ist der Issue Nummer 15 gewesen, dass man mehrere Namen haben kann, also mehrere Dozenten haben kann. Den Kurs hier habe ich zum Beispiel nicht alleine erstellt, sondern mit jemand anders noch zusammen. So, und jetzt wäre es ja ganz cool, wenn man da separat verlinken könnte. Also einmal auf mich und einmal auf Tom. Und dann haben wir im Endeffekt 2 Dozenten. Dazu muss man ein paar Sachen anpassen. Aktuell gab es nur einen Dozent, weil die ganzen Kurse waren fast alle von mir. Und zwar von mir alleine. Aber was, wenn ich 2 Dozenten habe? Dann will ich ja jeden irgendwie verlinken können in diesem Dashboard von dem Kurs. Genau dafür haben wir schon eine Lösung, die auch schon live ist. Die ist jetzt gerade vor ein paar Wochen, glaube ich, gepusht worden. Und es passiert auch die ganze Zeit übrigens irgendwas dran. Also wenn ihr mal Updates wollt, guckt gerne mal rein. Wie gesagt, da kommt auch gleich noch oder in einer Woche oder 2 Wochen ein größeres Video dazu. Ja, so viel zum Thema Teasing. Genau, aber im Endeffekt ist das ein fertiger Commit. Jetzt habe ich einfach mal das GitHub-Repository zu dem Zeitpunkt, bevor das gelöst war, einfach mal genommen und habe wirklich die Datei genommen, in der die meiste Änderung drin war.
Also nur, es gab andere Dateien, wo auch noch was geändert werden musste. Es musste was im Backend geändert werden, es musste was in den Sprachen geändert werden und so weiter und so fort. Und ich habe einfach mal nur die volle Datei genommen, wo ich vermutet habe, dass da eine Lösung drin vorkommen könnte. Was da passiert ist, ups, ich habe vergessen, mich kleiner zu stellen, es tut mir sehr leid. Was da passiert ist, fand ich sehr, sehr spannend. Und zwar, es hat mir zunächst einmal gesagt, ey, du musst im Backend auch was ändern. Es hat einfach angenommen, dass ich TypeScript im Backend benutze, weil ich meine, Express, das kann das schon. Benutzen wir nicht, das kann das Modell aber buchstäblich nicht wissen. Und es hat mir aber tatsächlich auch gesagt, ich muss das Kurs und das Autoreninterface editieren. Und hat mir dann direkt ein Beispiel gegeben, obwohl ich den Code nicht mal angegeben habe. So viel zu dem Thema übrigens, dass es euch auf Ideen bringt, an die ihr vorher nicht gedacht habt. Das heißt, ihr bekommt tatsächlich gesagt, wo es vermutlich sein könnte. In diesem Fall coursemodel.ts. Das ist eine sehr sinnvolle Art, das zu schreiben. Und hätte ich jetzt hier direkt noch ein Follow-up gemacht, hätte ich auch einfach sagen können, hey, schau mal hier, das Backend ist in Python Fast API geschrieben. Das ist die Datei, die du vermutlich editieren musst. Wo muss ich noch editieren? Das heißt, ich hätte das Ticket wahrscheinlich relativ gut lösen können. Das zweite war, es hat mir gesagt, die Kurskonfiguration muss geupdatet werden. Das heißt, wenn du wirklich einen neuen Kurs haben möchtest, der mehrere Autoren hat, dann musst du für jeden einzelnen Kurs, der als YAML oder also ich habe das nicht reingegeben, bei uns ist es als YAML, ist halt einfach mal angenommen, es ist JSON, würde aber auch funktionieren. Mach bitte hier aus der YAML, die nur einen Autor hat, mach mal stattdessen hier eine Autorenliste. Auch das, absolut wertvoller Tipp, da muss man dran denken, dass man die Kurslisten auch aktualisieren muss. Super, super wertvoll, verhindert natürlich extrem viel Fehler. Und ich habe als Prompt wirklich nur diese Datei plus den Issue mit reingegeben und habe gesagt, fix das mal bitte für mich. Das Bild übrigens von dem Issue war nicht dabei, weil das kann ja keine Bilder verarbeiten. Okay, also habe ich dann noch gesagt, ich habe nichts gesagt, es hat automatisch von sich aus noch gesagt, was im Frontend verändert werden musste. Und hier hat es natürlich genau die Datei editiert, die ich reingegeben habe. Das heißt, es hat hier gesagt, wie es verändert werden soll und hat hier eben zum Beispiel gesagt, okay, wir haben hier nicht nur einen Autor, sondern wir gehen mit einer V vor, das ist von Vue so eine Art Vorschleife. Wir gehen durch die Liste an Autoren durch für jeden Autor und nennen das eben, hier Autor.url, dann einmal ein Target Blank und ein Ref und so weiter und so fort. Und das machen wir, wenn wir mehrere Autoren haben. Und, was auch super geil ist, wenn wir nur einen Autor haben, dann geben wir einfach nur diesen Autor aus. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen eine Möglichkeit, nur einen Autor zu haben und zwei Autoren zu haben. Das ist eine Musterlösung. Also, was soll ich sagen? Das löst das Ticket besser, als ich es hätte machen können. Es bringt mich vor allem auf Ideen. Ich muss ja im Backend noch was anpassen, ich muss das noch anpassen und ich muss die Sprachen auch noch anpassen. Auch das kam im selben Aufruf zurück. Das hat es mir direkt ohne Nachfragen gesagt. Ich habe wirklich nur gesagt, fix mir diesen Issue. Hier ist der Code von der Datei, wo ich glaube, dass er drin steht. Und es hat direkt gesagt, Backend musst du machen, Sprachen musst du machen, das musst du machen und das ist die Datei, die du anpassen musst. Ja. Ich habe dann also auch mal noch gesagt, hey, refactor mir doch mal bitte den Code. Ihr kennt den Benchmark vielleicht aus einem anderen Video von mir. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Der Code war davor absolut furchtbar. Und gerade Gemini hat beim Refactoren immer ein bisschen komische Dinge getan, wie zum Beispiel Sachen umbenannt, die wir eigentlich nicht umbenennen dürfen. Also wirklich Sachen von außerhalb, Schnittstellen umbenannt. Das war ein großes Problem. Das war auch mit GPT-4 immer wieder eine Sache, wo ich gemeint habe, hey, das ist nicht geil. Warum benennst du Dinge um? Und in diesem Fall, O1 hat einfach alles genauso gemacht, wie ich mir das gewünscht hätte. Es hat denselben Kernel genommen, hier zum Filtern, also es ist im Endeffekt ein Gaussian Blur in C++ geschrieben, den es refactoren sollte. Und genau das hat es hier gemacht. Es hat die Arrays gleich genannt, es hat dieselben Datentypen benutzt, es hat alles sinnvoll umgewandelt, es hat den Kernel hier angewandt und es hat hier unten auch tatsächlich die Berechnung richtig gemacht, hat auch hier richtig gecastet und dann am Ende auch sogar aufgeräumt. All das waren Dinge, die davor schon drin waren. Die Funktion hat funktioniert, aber es waren wahnsinnig viele Ifs drin, alles, was man refactoren kann, stand da drin. Und ich habe nichts zu meckern. Also gar nichts. Das ist produktiver Code, der im Einsatz ist bei manchen. Und der wurde hier refactored auf eine Weise, die wirklich, wirklich sinnvoll ist.
ich wollte Refactoren hier einfach nur nochmal testen, weil manche Modelle, auch gerade GPT-4o, hat damit ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Und in diesem Fall muss ich sagen, also von Schwierigkeiten erkenne ich hier gar nichts. Okay, das heißt, was können wir hier sagen? Wir können große Projekte, es ist eine große Hilfe. Es ist eine große Hilfe für große Projekte, weil es uns im Endeffekt sagt, an was wir alles denken müssen. Und die Dateien, die wir schon direkt mitgeben, auch direkt für uns repariert. Und wenn wir dann im Nachgang nochmal nachfragen und sagen, hey, schau mal hier, das sind die anderen Dateien, die du mir geben könntest, oder auch einfach nur fragen, welche Dateien brauchst du denn noch, und eine Art Liste aller Dateien haben und dann einfach die mitgeben, die es wirklich anfragt, da war meine Erfahrung bislang, dass es wirklich sehr, sehr produktiv eingesetzt werden kann. Coding Challenges, also algorithmische Challenges, absolut genailt, und Data Science, auch das ist wieder so ein Ding von dem Kontextfenster, das ist zu klein aktuell. Bei GPT-O1 Mini und bei O1 Preview ist das Kontextfenster einfach zu klein, um wirklich große Data Science zu machen. Kleine Data Science Projekte, klar, kein Thema. Ihr könnt euch auch den Code schreiben lassen, um kleine Data Science Projekte selber zu machen, aber einfach nur, ich habe einen massenhaften Satz an Daten und schmeiß den in das Modell rein und ich bekomme dann irgendwelche Auswertungen. Das funktioniert nur bedingt, weil die Daten meistens zu viele sind, um sie wirklich von der KI analysieren zu lassen. Deswegen müsst ihr das noch tatsächlich von Hand machen, und wirklich Data Science automatisch zu machen, das funktioniert hier noch nicht. Also zumindest in meiner Erfahrung, vielleicht habe ich auch einfach viel zu viele Daten verwendet, das kann auch sein. Und UI, UX funktioniert natürlich noch nicht. Aber ansonsten bin ich stark beeindruckt. So, was heißt das jetzt also für euch? Wie könnt ihr das für euch verwenden? Wie könnt ihr das nutzen? Wenn ihr noch keine Tests habt oder eine Testabdeckung habt, dann würde ich euch empfehlen, als allererstes eine Testabdeckung von eurer Software von über 80% zu erreichen. Ihr könnt diese Tests quasi automatisch schreiben lassen. Ihr müsst sie halt nur noch einbauen, nur noch ausführen, und dann im Endeffekt drumherum, das wird gebaut für euch. Das sollte machbar sein. Und das sollte auch soweit gut sein. Die Problematik ist nur die, wenn ihr jetzt schon Bugs drin habt, dann werden die natürlich teilweise in den Testcases übernommen. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall nochmal Probe lesen. Das würde ich euch stark empfehlen. Also wenn ihr eine kaputte Funktion habt und ihr schreibt einen Unit-Test dafür und sagt GPT-O1, dass es im Endeffekt das Ground Truth ist, dann wird es halt nicht so einfach funktionieren. Vielleicht könnt ihr da mit dem Prompt ein bisschen tweaken, das habe ich gemacht, und sagen, es kann sein, dass ein Fehler drin ist, reflektiere, ob diese Funktion sinnvoll ist soweit. Das funktionierte in meiner Erfahrung mit allem, was ich getestet habe, relativ gut, waren aber auch wirklich Funktionen, die, gut benannt waren und gut dokumentiert waren. Also von dem her das vielleicht als kleines im Hinterkopf behalten. Da auf jeden Fall euer Gehirn bei einsetzen, bitte. Dann, Refactoring könnt ihr super benutzen. Wir haben ein großes Problem mit Altlasten aktuell in allem eigentlich. Und wenn wir uns das Ganze mal so angucken, Refactoring ist, glaube ich, der Punkt, der uns allen am allermeisten bringt. Denn in der Praxis haben wir wirklich so viele Schnittstellen, so große Codebasen. Und wenn wir refactoren wollen, müssen wir nicht immer alles von vorne schreiben. Und wenn wir da einfach eine Datei reingeben und sagen, hier, refactor das für mich, die Schnittstellen müssen gleich bleiben. Und es macht einfach nur den Code sauberer, aufgeräumter, lesbarer und besser einfach. Das weiß ich, dass das viele von euch jetzt schon machen. Ihr könnt jetzt aber auch tatsächlich noch automatisch das Ganze mit O1 bauen und davon eher ausgehen, dass es wahrscheinlich richtiger ist. Bitte trotzdem drüber lesen. Wie gesagt, es hat nicht immer die richtige Antwort gegeben in den Benchmarks. Ich weiß nicht, wie schwer die Benchmarks waren. In meiner Erfahrung hat es bisher eigentlich nie wirklich versagt. Aber ich habe natürlich dadurch, dass Rate Limiting war, auch nicht unendlich viel machen können. Ich habe mehrere Accounts mittlerweile, dadurch, dass wir es auch im Enterprise benutzen. Aber ich habe trotzdem Rate Limiting, also ich kann nicht unendlich viele Anfragen stellen. Ich habe keinen Zugriff auf die API gehabt für den Test. Aber ich habe keine Bugs gefunden in allem, was ich getestet habe. Was krass ist. Also, was soll ich sagen? Ihr könnt dann auch tatsächlich die Sachen, die rechenintensiv sind, könnt ihr optimieren lassen. Das würde ich euch empfehlen. Es gibt bei den meisten Programmierumgebungen, also bei eigentlich allen, die so gängig sind, habt ihr die Möglichkeit, Lastentests durchzuführen. Lastentests bedeutet, ihr lasst eure Tests laufen und ihr testet, wie lange
war die Ausführzeit. Das habt ihr, wenn ihr die Testabdeckung habt, habt ihr das sowieso drin. Und dann testet ihr, wie groß oder in welcher Funktion hat sich eigentlich die meiste Last abgespielt. Also wo habe ich am meisten Ausführzeit? Wo habe ich am meisten Speicherverbrauch? Wo benutze ich die CPU am meisten? Wo habe ich am meisten Input-Output-Operationen? Wo habe ich, oder wie ist vielleicht die Skalierbarkeit und wie ist die Lesbarkeit von meinem Code? Ihr könnt dann wirklich diese Funktion ganz gezielt optimieren und sagen, okay, vielleicht kann ich hier noch ein paar Prozent mehr rausquetschen, indem ich beispielsweise die Input-Output-Operation mir zwischenspeichere und am Ende erst ausgebe, bzw. ausführe und buffere. Sowas zum Beispiel. All das könnt ihr machen und dann könnt ihr wirklich sagen, ihr wollt optimierte Algorithmen haben und dadurch vielleicht nochmal eure Anwendung performanter machen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, weil es, wie gesagt, mit Algorithmen, ich habe die Coding Challenges ausprobiert. Die sind nicht einfach zu lösen und die haben eine limitierte Laufzeit. Dementsprechend, wenn ihr die Coding Challenges schafft, dann habt ihr schon sehr effizienten Code geschrieben. Und, naja, wie gesagt, jede Coding Challenge eigentlich genäht. Ja, und der letzte Punkt ist was ich euch eventuell mitgeben möchte. Ihr könnt zwar nicht euer gesamtes Projekt als Eingabe verwenden, aber ihr könnt einzelne Module oder auch einzelne Dateien als Eingabe verwenden und sagen, hey, könnten hier irgendwo Fehler sein? Ist irgendwas kaputt? Ist irgendwo was, wo man eventuell einen Logikfehler drin hat? Ihr könnt fragen, wo der Fehler auftritt und ihr könnt dann natürlich nach Code fragen, der diesen Fehler fixt. Das sind große Schritte, die wir hier gegangen sind, weil wir uns tatsächlich in eine Richtung bewegen, wo Coding, ich will nicht sagen, komplett von der Maschine gemacht wird, aber ein Großteil wird von der Maschine gemacht. Bislang war es immer so, GPT-4o ganz speziell war so ein bisschen, ihr müsst noch sehr, sehr viel debuggen. Also ich musste sehr viel debuggen. Und es hat klar gut funktioniert, aber nur, wenn ich meine Anfrage perfekt formuliert habe und wenn ich wirklich darauf geachtet habe, dass ich richtig prompte. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Diese Zeit brauchen wir jetzt nicht mehr in diesem Umfang. Deswegen lasst uns kurz darüber sprechen, was als nächstes passiert. Als nächstes, also das sind die 5 Schritte, die Sam Altman irgendwann mal gedroppt hat, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, die wir zu AGI brauchen. AGI ist Artificial General Intelligence, das sagt euch wahrscheinlich was. Und seine 5 Schritte waren erstmal Chatbots zu bauen, mit denen man gut interagieren kann. Das haben wir einfach faktisch schon mit GPT-4o. Das zweite waren Reasoners, wie er es genannt hat, oder auch Logiknetze. Und genau diese Logiknetze haben wir jetzt auch. Ich würde sagen, die Benchmarks, gerade im Bereich Mathe, im Bereich Coding, die sind schon sehr, sehr aussagekräftig. Was wir noch nicht haben, sind Schritte 3, 4 und 5. Und ich glaube, ab Schritt 3 wird es beeindruckend. Also, jetzt schon beeindruckend, keine Frage. Aber ab Schritt 3 wird es beängstigend beeindruckend. Sagen wir es mal so vielleicht. Und zwar GPT-5 weiß man nicht so genau, ob das wirklich das macht. Aber Agenten bedeutet so viel wie, sagen wir Devin, ja. Die Leute von Cognition Labs. Also, ich weiß nicht, ich habe mal ein Video zu Devin gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Im Endeffekt geht es darum, dass wir einen Bot bauen. Und Microsoft hat das jetzt übrigens auch angefangen, in GitHub Copilot Workspaces einzubauen, das ja auch von OpenAI gepowert wird. Oder von deren Modellen eigentlich gepowert wird. Im Grunde genommen könnt ihr euch das Ganze so vorstellen. Ihr habt eine Codebasis auf GitHub. Ihr schreibt einen Issue und könnt dann direkt in den GitHub Copilot Workspace gehen. Damit kann man es, glaube ich, am besten illustrieren, was damit gemeint ist. Dann analysiert eine KI euren gesamten Code, also listet sich erstmal alle Dateien auf. Das ist ja kein großes Hexenwerk. Wir machen im Endeffekt LS. Ja. Wir gucken uns an, welche Dateien könnten relevant sein und welche Schritte brauchen wir eigentlich, um diesen Bug zu reparieren, der in eurem Issue definiert ist. Oder auch das Feature einzubauen, das in eurem Issue definiert wird. Dann gucken wir, okay, welche Dateien muss ich wirklich lesen? Wir lesen die einzelnen Dateien, markieren die als Ja muss ich verändern, Ja muss ich verändern, Ja muss ich verändern, Nein muss ich nicht verändern. Okay, wenn wir alle Dateien haben, die wir verändern müssen, geben wir die alle in O1 rein, sozusagen, und den Issue noch dazu. O1 produziert mir den Output und ich überprüfe den, indem ich zusätzlich die Tests laufen lasse, die ja auch schon geschrieben sind. Und anschließend werden die Tests ausgeführt. Wenn die Tests durchgehen, dann ist das Ganze angenommen. Wenn die Tests nicht durchgehen, dann eben nicht.
So, und dadurch habt ihr einen mit GitHub Copilot Workspaces, wenn es denn wirklich funktionieren würde. Das tut es noch nicht, aber Cognition baut da an was Ähnlichem mit Devin eigentlich. Und auch das automatische Googlen nach Problemen, das ist auch bei Devin alles mit dabei. Das automatische Debuggen, das automatische, ey, wir müssen es irgendwie anders installieren, wir müssen das machen und so weiter. All diese Sachen sind bei Devin und bei Copilot Workspace, zumindest wenn man den Demos glauben mag, sollen da dann entwickelt werden. Man weiß, außer diesem Footage, was die uns zeigen, kennt man natürlich noch nichts aktuell. Ja? Deswegen bitte behandelt das mit ein bisschen Salt, ja. Es ist nicht unbedingt schon da und es wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Wir werden auch nicht bei einem O1-Modell bleiben, wir werden auch ein O2-Modell bekommen. Und wir werden auch nicht bei GPT-4o, das ja multimodal ist, bleiben, sondern irgendwann ein 5o bekommen. Und vielleicht mergt man das dann irgendwann, dass das 5o wirklich auch das Reasoning kann. Und ja, dann Agenten zu sehen, das wäre wahrscheinlich der nächste Schritt, der dann auch tatsächlich bei uns sehr, sehr viel in der Arbeitswelt verändern würde, denke ich mal. So, Innovatoren, da will ich nur ganz kurz drauf eingehen, weil man da noch nicht so viel drüber weiß. Innovatoren bedeutet, dass im Endeffekt ein LLM auch wirklich mit neuen Ideen, neuen Vorschlägen kommen kann. Sprich, das LLM überlegt dann, okay, ich habe diese Software vor mir, welches Feature macht denn als nächstes Sinn? Solche Innovationen in dem Sinne, oder auch bei der Forschung geht das natürlich, das wäre dann der nächste Schritt. Das ist bei Agents noch lange nicht der Fall. Diese Überlegung zu sagen, welches Feature könnte ich denn hier noch sinnvoll einbauen, was muss ich denn sinnvollerweise noch tun? Solche Sachen wären bei Schritt 4 dann dabei und Schritt 5 wäre, dass dann eben ein LLM oder eine KI in diesem Fall oder in dem Fall dann sogar eine AGI, weil das ist der letzte Schritt, entscheidet oder wirklich sich selbst organisieren kann und auch auswärts entscheidet, okay, was muss ich sonst noch machen? Das macht dann eben nicht nur den Code für euch, sondern es überlegt auch noch, okay, jetzt muss ich an die Börse gehen, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich, all diese Sachen, die einfach auch für eine Firma relevant sind. Ja, das sind die 5 Schritte, die OpenAI oder Sam Altman irgendwann mal definiert hat. Mal gucken, ob die sich verändern. Es ist, wie gesagt, alles permanent im Wandel. Was wir für jetzt sagen können, ist, glaube ich, dass wir für alles, was Coding angeht, ein wirklich starkes neues Tool zur Verfügung bekommen haben. Und ja, es ist aktuell nichts weiter als ein Tool. Auch das sollte man klar betonen. Und ihr dürft auch jetzt immer noch nicht euer Gehirn ausschalten, denn auch jetzt macht das Modell noch Fehler. Aber sie sind deutlich, deutlich seltener geworden, zumindest in meiner Erfahrung. In dem Sinne, ich danke euch, dass ihr auch hier so lange dabei wart. Das ist auch ein sehr langes Video gewesen, aber ich glaube, es lohnt sich auch bei so einem Thema mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.